Hallo und willkommen zu diesem Video. Ihr habt mich gebeten, dass ich mal ein Tutorial mache und auch ein paar Fragen beantworte über meine LEDs, darüber, wie ich die LEDs hier angeordnet habe, wie ich die vorbereite, wenn ich sie in Regale einbaue und generell einfach so. Alles in allem ein paar Fragen zu den Game Rooms. Für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise die meinen Account das Retro-Mädel auf Instagram noch nicht kennen, ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren Sammler. Ich habe inzwischen 3 Game Rooms, die auch alle sehr, sehr stark LED beleuchtet sind. Ich bin sehr LED-affin. Ich mag es sehr, meine Sammlung zu präsentieren. Die Sammlung liegt mir einfach sehr, sehr am Herzen und deshalb habe ich einfach auch immer gerne eine schöne Art der Darstellung. Ich hatte auf meinem Instagram-Account meine Follower gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Einen kleinen Teil davon habe ich auch schon so ein bisschen in den Stories beantwortet. Aber insgesamt bin ich der Meinung, dass manche Sachen einfach eben ein bisschen mehr gezeigt werden sollten. Und dafür sind die Stories einfach ein bisschen zu kurz. Daher nun dieses Video. Ich werde auf die Fragen eingehen. Ich werde, wie es alle jetzt wahrscheinlich mitbekommen haben, ich werde das Video auf Deutsch machen mit Untertiteln, sodass natürlich auch meine englischsprachigen oder die Leute, die halt Englisch wenigstens verstehen, dieses Video verstehen können und auch ein bisschen die Anleitung verstehen können. Das ist mir schon wichtig. Fangen wir also mal an mit den ersten Fragen. Die eigentlich häufigst gestellte Frage ist, welche LEDs ich benutze. Ich benutze die LEDs von Govee. Ich hatte damals eine Kooperation mit Govee, in der ich die LEDs kennengelernt hatte. Davor habe ich hauptsächlich andere günstige Produkte aus dem Baumarkt etc. verwendet. Seit ich aber die Govee-Lampen oder LEDs kennengelernt habe, nehme ich eigentlich nichts anderes mehr. Es gibt dort 2 verschiedene Grundsysteme. Es gibt einmal damals hießen die LEDs Dreamcolor LEDs, die haben halt die Möglichkeit, dass man mehrere Farben auf einmal in einer LED-Kette displayen kann und nicht nur eine Farbe. Heutzutage heißen diese LEDs RGB-IC, früher halt Dreamcolor. Es gibt noch die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen LED-Lichtleisten, die eben nur eine Farbe können. Das sind die ich für gewöhnlich für meine Regale verwende. Aber auch dort gibt es natürlich welche, die Wi-Fi steuerbar sind oder eben per Bluetooth. Und somit könnt ihr die über euer Handy ganz einfach und perfekt verwenden. Der Vorteil ist, dass ihr euch die Farben am Handy natürlich ganz anders raussuchen könnt, als ihr das einfach über diese normalen vorgefertigten Fernbedienungen tun könnt. Die Farben sind auch sehr viel prächtiger und schöner. Der andere Vorteil von den Nicht-Dreamcolor-Ketten ist, dass man sie einfacher schneiden kann und dass sie nicht diese Silikonbeschichtung drauf haben, die viele der Dreamcolor-Ketten haben. Was wiederum bedeutet, dass ihr einfacher löten könnt, falls ihr euch das zutraut. Der Vorteil der Dreamcolor-Ketten, dass man eben diese mit verschiedenen Farben gleichzeitig verwenden kann, liegt natürlich auf der Hand. Ihr könnt natürlich sehr viel gezielter, sehr viel schöner und mit einem sehr viel größeren Farbspiel in euren Zimmern oder Game Rooms oder wo auch immer ihr die verwenden wollt, arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr 2 Kallax-Regale habt und in der Mitte den Fernseher, könnt ihr natürlich zum Beispiel um den Fernseher herum eine ganz andere Farbe machen als um die Kallax-Regale zum Beispiel. Kommen wir nur also zur Frage, was ich da eigentlich immer genau mache, wenn ihr mich in den Stories mal löten seht oder so. Die Sache ist halt, wenn ihr Regale beleuchten wollt, dann könnt ihr natürlich nicht eine durchgängige LED-Leiste oder LED-Kette verwenden. Das ist natürlich schwierig, weil ihr müsst ja von einer Regalebene, also von einem Regalbrett auf das nächste kommen können. Es gibt dafür auch mittlerweile Sachen, die man reinklemmen kann, so kleine wie Adapter, um eben eine Art Kabel zwischenzumachen. Das Problem bei den Dingern ist allerdings, dass sie zum einen natürlich etwas teurer sind, ist jetzt vielleicht in dem Sinne nicht das schlimmste Problem, sondern dass sie teilweise eine gewisse Länge nur haben und ihr könnt die nicht hintereinander schalten sozusagen und somit habt ihr dann eben nur eine gewisse Höhe, die euer Regal insgesamt oder zwischen den Regalbrettern sein darf. Deshalb mache ich es immer so, dass ich mir genau ausrechne, wie lang die Lichtleiste je Regalbrett sein muss. Und dann löte ich mir halt immer ein paar Kabel dazwischen. Wie das genau passiert und ausschaut, zeige ich euch gleich noch. Die nächste Frage ist dann natürlich, wie ich es hinkriege, dass man die LED-Leisten nicht sieht. Eins meiner größten Probleme, was ich immer wieder in Game Rooms anderer Leute sehe, ist, dass viele einfach die Lichterketten an die Decke kleben oder irgendwo anders drauf und man sieht ständig diese kleinen LED-Pünktchen. Und das Problem, was dabei entsteht, ist, die blenden einfach fürchterlich.
Deshalb versuche ich immer eine indirekte Beleuchtung zu schaffen. Zwar sowohl bei meinen Regalen als auch bei allem anderen, wo ich die LEDs habe. Das gibt insgesamt ein sehr angenehmes Licht, weil es natürlich indirekt ist. Zum anderen hilft es eben auch, dass es nicht blendet. Wenn man jetzt einfach um ein Regal herum beleuchtet, ist das meist nicht ganz so dramatisch, weil man häufig dahinter kleben kann, wenn es ein bisschen von der Wand weg ist. Dann kann man das hinten sozusagen um das Regal herumkleben. Die Sache ist allerdings, wenn man jetzt auf eine obere Fläche, auf dem Schreibtisch drumherum zum Beispiel hinten die LEDs oben geklebt haben möchte, damit sie nach oben auch leuchten können, dann muss man sich was überlegen. Es gibt spezielle Schienen dafür, die speziell dafür gedacht sind, dass man LEDs reinklebt. Die haben, glaube ich, eine Art Milchglasoberfläche, ist allerdings eine teure Variante. Ich gehe gerne mit der günstigen Baumarktvariante, einfach Kunststoffwinkel zu verwenden. Gibt es im Baumarkt, kosten meist die 2 Meter je nach Stärke um die 2 Euro oder sowas. Ist halt wirklich bezahlbar. Ein weiterer kleiner Helfer sind natürlich Kabelkanäle. Kabelkanäle kennt man wahrscheinlich auch aus dem Baumarkt. Hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wenn jemand mal Kabel verlegt. Sind kleine kleine Plastikschienen, die vorne eine Abdeckung haben. Man kommt nochmal ran. Man kann die Kabel auch rausnehmen, wenn man mal die LEDs verlegen möchte, wenn man mal was ändern möchte. Ich verwende die immer sehr, sehr gerne, gerade bei den Regalen, wenn man einfach von einer Ebene auf die nächste Ebene kommen muss. So sieht man das Kabel nicht, damit ist es dann auch egal, wie in Anführungsstrichen hässlich das eingelötete Kabel ist. Man kann ja die Kabel auch nochmal umwickeln oder einen Überzug dafür nehmen, also eine Ummantelung, dass sie dann einfach ein bisschen hübscher werden. Mir ist das eigentlich relativ, weil ich verlege sie einfach im Kabelkanal und dann ist es einfach die günstigste und schnellste Variante, weil das ganze Löten kostet natürlich schon so seine Zeit generell. Kommen wir nun mal zum Löten. Die Sache ist die, wenn ihr noch nie gelötet habt und auch niemanden habt, der euch ein bisschen über die Schulter schauen kann, ist die Frage, ob für euch die einklemmbaren LED-Verlängerungen oder Zwischenverlängerungen nicht vielleicht besser sind. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass ihr immer noch mit Strom hantiert. Ihr benutzt diese veränderten Geräte, das heißt, eure Garantie ist natürlich auch erloschen und wenn etwas passiert, haftet ihr selbst. Ich selbst bin kein Elektriker, ich habe das nicht beruflich gelernt oder so. Mir macht es einfach Spaß und ich vertraue meinen Künsten genug, dass ich weiß, dass ich in dem Bereich das hier so verwenden kann. Prinzipiell zeige ich euch aber gerne, wie ich es mache, damit ihr euch das mal anschauen könnt und überlegen könnt, ob das vielleicht eine Variante für euch ist. Kann natürlich bestimmt auch ein Elektriker für euch machen oder ähnliches. Kostet natürlich sehr viel Zeit und wird wahrscheinlich auch vermutlich dementsprechend teuer. So, fangen wir mal damit an, was ihr alles braucht, wenn ihr jetzt ein Kabel verlängern wollt. Natürlich, LED-Lichterkette ist ganz wichtig. Ich habe hier eine wieder von Govi. Ohne Silikonbeschichtung macht es einem sehr einfach. Kann natürlich auch nur eine Farbe, wie ich schon mal vorher erwähnt habe. Dann braucht ihr noch ein Kabel. Das hier ist vieradrig, hat verschiedene Farben, gibt es im 10-Meter-Pack. Ja, sehr, sehr hilfreich. Es macht einem wirklich das Leben ein bisschen leichter mit den verschiedenen Farben. Dann braucht ihr noch Lötzinn. Der kommt hier ins Bild. Zudem noch am besten irgendwie sowas wie eine dritte Hand. Seht ihr da hinten im Bild? Macht es euch auch viel einfacher. Dann was zum Isolieren. Könnt ihr auch Schrumpfschlauch nehmen. Ich habe einen da gehabt. Dann was, um die Isolation vom Kabel runterzukriegen. Geht auch von Hand, ist aber so einfacher. Und natürlich noch ein Lineal oder was auch immer ihr da habt, um was vernünftig abmessen zu können. Und natürlich das Wichtigste, der Lötkolben. Am besten mit einer relativ feinen Spitze, macht es einmal am einfachsten. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist eine richtig gute Planung. Überlegt euch vorher ganz genau, wie ihr das Kabel verlegen wollt, wie viel Platz ihr dazwischen immer braucht. Also von einer Ebene auf die nächste. Gerne auch ruhig ein bisschen mehr zugeben, als man eigentlich würde. Ist wichtig, hilft einem auch später enorm. Wenn ihr dann diese Planung geschafft habt und alles vor euch liegt, nehmt ihr euch die Lichterkette und guckt genau, wo ihr schneiden könnt. Das ist bei dieser hier zum Beispiel alle 10 cm, immer an den Punkten, die ich euch hier zeige. Da könnt ihr immer schneiden. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil es dort an den Stellen zusammengelötet ist schon, aber ihr könnt den Lötzinn einfach recyceln sozusagen. So, dann messt ihr natürlich nochmal eure Kabel ab auf die Länge, die ihr braucht. Bei mir waren das, glaube ich, immer 40 cm oder so. Das war jetzt fürs Knetby. Das dann einfach, ja, Kabel durchschneiden und los geht's. Bei mir sind hier so einige dazugekommen. Das wurde dann doch ganz schön viel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Kabel, aber ihr seht ja, ein riesiger Haufen. Es ist viel Arbeit. So, wenn ihr das dann habt, müsst ihr
Dieses vieradrige Kabel müsst ihr ein bisschen teilen, damit ihr an die einzelnen Adern vernünftig rankommt. Ich mache das am liebsten mit der Hand, geht am schnellsten. Ja, danach dann alles ruhig ein bisschen auseinanderbiegen, dass man gut rankommt. Dann nehmt ihr die kleine Zange oder was auch immer ihr da habt, um die Isolierung abzupolken. Mit der Zange, die kostet um die 10 Euro oder so, da geht es am schnellsten. Wenn man das häufiger macht, rentiert sich das wirklich. Ihr seht ja, dass das einmal ranhalten und fertig ist die Sache. Und dann am besten so ein bisschen die Kabel da drin ein bisschen drehen, damit die nicht in alle Richtungen gehen und damit ihr am besten später den besten Kontakt auch hinbekommt. Anschließend sollte das Ganze dann bei euch so aussehen. Ihr habt auf jeder Seite die Kabel schön voneinander geteilt, ohne Isolierung. Dann gehen wir auch schon über zum Löten. Für das Löten braucht ihr eben, ja, im besten Fall eine kleine dritte Hand, wo ihr das Kabel einspannen könnt. Macht es euch am einfachsten auf diese Art und Weise. Ihr könnt nochmal kontrollieren, dass auch wirklich alle schön ineinander getwistet sind, dass keine einzelnen Kabel sozusagen, und dann tut ihr im besten Fall alles so ein bisschen mit Lötzinn versiegeln. Macht euch die Lötarbeit später am einfachsten. Kann man lassen, ist aber einfach, ja, ist einfacher, wenn ihr es auf diese Art und Weise tut. Laut meiner persönlichen Erfahrung ist der Weg der einfachste, dass ihr einfach schon ein ganz klein bisschen Lötzinn eben auf dieser Lichterkette verteilt an den eben dafür vorgesehenen Stellen, wo ihr löten wollt. Kann man weglassen, den Schritt, machen einige auch. Ich finde es persönlich sehr viel einfacher, um dann später die Kabel vernünftig an die richtige Stelle zu löten. Ja, einfach so ein ganz klein bisschen, so ein Tropfen Lötzinn jeweils auf der passenden Stelle verteilen. Geht ganz einfach und macht es euch später sehr viel leichter. So, kommen wir nun zum eigentlichen Löten. Ihr habt die ganze Vorarbeit geleistet, dadurch geht es jetzt ganz einfach, vor allem wenn ihr natürlich auch ein mehrfarbiges Kabel habt, ein vieradriges. Wenn ihr so ein Kabel wie ich benutzt, seht ihr sogar, wo blau, rot, grün hin muss. Könnt ihr euch ganz einfach machen. Einfach Kabel rauflöten und fertig. Achtet hier drauf, dass wirklich die Lötverbindungen gut sind, dass wirklich alles funktioniert. Ich habe es immer so gemacht, dass ich vom Kabel an vorne gelötet habe und dann immer mal zwischen auch gegenchecken konnte, vor allem so bei den allerersten, ne? Dass man nicht irgendwie einen Fehler macht, dass nicht irgendeine Lötverbindung einfach kalt ist. Dass wirklich alles gut funktioniert. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Ganze noch ein wenig isoliert. Im schönsten Fall nehmt ihr Schrumpfschlauch, hatte ich jetzt nicht da gehabt, und ich brauchte so viel, deswegen habe ich jetzt einfach Isolierband genommen. Tut auch seinen Zweck, funktioniert auch super und ja, ist halt die schnellere Variante. Schrumpfschlauch müsstet ihr vorher rüberziehen und am Ende dann mit ein bisschen was warmem, heißen, den Schlauch sich zusammenziehen lassen. Am Ende sollte das Ganze dann ungefähr so ausschauen. Eine weitere Frage war, wie viele einzelne LED-Streifen ich im Einsatz habe und wie diese verkabelt sind. Ja, sehr, sehr viele. Viel zu viele vermutlich. Um natürlich so ein Farbspiel wie hier zu erreichen, braucht man natürlich mehrere Ketten. Außer man würde jetzt sehr viel Dreamcolor verwenden. Aber wie gesagt, das ist natürlich schwierig bei den Regalen. Wie ich gesagt hatte, man kann die nicht so einfach schneiden, verlängern, wie man das bei den normalen RGBs kann. Ich steuere diese Sachen gerne in Grüppchen. Und das war auch eine weitere Frage von jemandem, ob ich eine Art HomeKit oder ähnliches verwende. Ich habe das auch schon mal auf meinem Instagram gezeigt. Ich verwende zum Großteil unter anderem Wi-Fi-fähige Steckdosen von Tekin zum Beispiel. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Ich habe halt die, weil das einheitlich dann für mich ist. Ich habe auch noch ein paar Fernbedienungen, die ich teilweise noch ersetzen möchte. Also das sind dann auch solche Steckdosen, nur mit Fernbedienung. Ich mag es aber sehr, dass ich das Ganze über mein Handy steuern kann. Die LEDs von Govee selbst, dort kann man auch kleine Smart-Schaltungen einfügen. Das heißt, alle Ketten, die eben von Govee sind, kann man in der Govee-App zusammenfassen, nach Räumen, nach Zimmern, nach wie man es halt haben möchte. Und für mich ist das dann eben ein Knöpfchen, was ich drücken muss und dann gehen alle Govee-Ketten gleichzeitig an. Ähnliches habe ich halt auch für die Wi-Fi-fähigen Steckdosen. Da kann man kann es nach Zeiten gestalten, was weiß ich. Man sagt jetzt von 8 bis um 10 abends möchte ich gerne meine Zimmer beleuchtet haben. Ich gehe immer trotzdem noch gerne den Weg, dass ich die Kontrolle habe und somit drücke ich gerne auf dem Handy dann halt natürlich auf einen kleinen Button, der, was weiß ich, Game Room oder ja, auf einen kleinen Button, der Game Room heißt. Und auf diesem Button, wenn ich dort drauf drücke, gehen halt alle LEDs im Zimmer an, die mit unter diesem kleinen
Grüppchen in diesem kleinen Grüppchen zusammengefasst sind. Ansonsten, ja, viele Verlängerungsschnüre, auch wenn man das natürlich nicht unbedingt tun soll. Ich habe das große Glück, dass mein Hauptgame Room, in dem die meisten LEDs verbastelt sind, früher mein Nähzimmer war, und da das auch als Nähzimmer geplant war, habe ich hier sehr, sehr viele Steckdosen in der Wand verlegen lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr, sehr viele Nähmaschinen und Ähnliches hatte, also von einer Stickmaschine über eine Overlock und so weiter und so fort, gehört jetzt hier gar nicht hin. Aber dadurch hat dieses Zimmer halt sehr, sehr viele Steckdosen und das erleichtert mir das natürlich sehr. Trotzdem, es sind immer noch viel zu wenige. Was noch eine andere Frage ist, die immer wieder aufkommt, wenn es um meine Game Rooms geht, ist, welche Regale ich verwende. Der Großteil der Regale hier in diesen Zimmern ist einfach von Ikea. Es ist die günstigste Variante und es ist die Variante, die am modularsten ist. Die großen Regale, in denen ich die Spiele stehen habe, sind Billy von Ikea. Die gibt es in der 40er und 80er Breite. Und das Schöne ist, man kann diese Regale mit so vielen Brettern aufstocken, wie man möchte. Man kann Bretter rausnehmen, verschieben, hinzufügen. Folglich habe ich einfach die Möglichkeit, immer genauso anzupassen, wie ich meine Spiele präsentieren oder verstauen möchte. Abgesehen davon gibt es noch in dem Zimmer, wo ich meine Amiibo lager, gibt es noch Regale, auch von Ikea, die Gnetby heißen. Das sind die schmalen Medienregale von Ikea. Ich bin mit diesen Regalen nicht ganz glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man dadurch, dass die Regale eben nur 20 cm breit sind, sehr schnell Platz verliert zwischen den Regalen. Kallax wäre noch an den Räumen, das sind die Cube-Regale sozusagen, wo ich meine Retro-Konsolen drin habe und auch in dem Game Room mit meinen neuen Konsolen sehr viel für Stauraum verwendet habe, weil man ja immer mal doch Kabel hat oder ähnliches, was man einfach in den Zimmern auch verstauen möchte. Einige Regale habe ich auch selbst gebaut, wie zum Beispiel das mit den Amiibo. Das ist eine Kombination, gut aus Gnetbys an der Seite und in der Mitte Baumarktregalen zum Einhängen. Ist nicht die schönste Variante, aber ist sehr praktikabel. Dann ist noch das Regal für meine Controller, wo ich die meisten meiner Controller drin lagere. Das sind auch wieder kleine IKEA-Bilderleisten, die an eine große Platte geschraubt sind und jetzt auch nachträglich LED beleuchtet wurden. Und dann wäre noch das Regal über meinem Schreibtisch. Dies ist auch selbst gebaut. Sonst gibt es noch die Glasvitrinen von IKEA. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt, weil mir mal eine zerplatzt ist. Ich habe gehört, dass es ein häufigeres Problem ist, wenn man einen sehr geraden Boden hat, einen sehr gut ausbalancierten Boden hat, wo keinerlei Bewegung stattfindet oder es an einer Stelle ist, wo auch sehr wenig Bewegung über den Boden geht, funktionieren diese Vitrinen sehr, sehr gut. Also das seht ihr in meiner Game-Bibliothek, wo das Regal mit den Gameboys steht. Denen ist nichts passiert. In dem anderen Zimmer, wo die Amiibos sind, hatte ich früher auch eine Glasvitrine. Diese ist leider zerplatzt, weil sie in einem Laufbereich stand und wir hier einen Holzboden unterm Teppich haben. Das heißt, man hatte ständige Vibrationen und durch diese ständigen Vibrationen, das ist halt eine kleine Anfälligkeit von diesen Vitrinen, kann es halt passieren, dass sie dann halt in viele, viele kleine Teile verspringt. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zusehen und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig helfen und ein klein wenig Inspiration geben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr sie natürlich gerne in den Kommentaren unten stellen oder mir auf Instagram eine Nachricht schicken oder auch in den Instagram-Kommentaren gucke ich natürlich auch immer rein, diese stellen. Wenn ihr mehr von meinen Zimmern sehen wollt, wie gesagt, ihr findet mich auf Instagram unter dem Nickname das Retro-Mädel und dort findet ihr, ich poste täglich von meinen Game Rooms, ich poste täglich Bilder. Wenn ich eine Veränderung mache, dann werden die auch sehr, sehr genau in den Stories gezeigt, wenn ich wieder was löte, wenn ich was bastel oder so weiter und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Freude damit. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte eure Fragen beantworten. Und jetzt bin ich gespannt drauf, wie eure Game Rooms ausschauen oder was ihr macht, wie eure Veränderungen aussehen. Wenn ihr zum Beispiel was auf Instagram postet, verlinkt mich ruhig drin oder verlinkt mich ruhig da drauf. Ich schaue es mir immer gerne an. Ich finde das super spannend zu sehen, wie andere diese Ideen umsetzen.